Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit seinem ETS-Startpad. Und ich bin ja Klaus, den Unternehmer. Und da möchte ich mal kurz berichten, was sich Neues getan hat. Also, Klaus hat eine neue Filiale gegründet. Und zwar in Limoges. Ich weiß jetzt auch, wie das ausgesprochen wird. Das wird also Limoges gesprochen. Das war dieses Limoges. Und zwar, da habe ich jetzt eine Filiale des Limoges in Frankreich. Die habe ich gewählt, weil ich dort quasi nach allen Seiten, alle Seiten gut erreichen kann. Und die liegt halt sehr zentral hier von diesem neuen Bereich. Das ist hier der neue Bereich, den ich bekomme mit dem neuen Startbett Viva la France, den ich ja jetzt angeschafft habe. Ja, und in diesem, da habe ich halt 5 LKWs geschickt und da habe ich jetzt auch 5 Arbeitnehmer eingestellt. Eine Frau, eine rothaarige, die erste rothaarige Frau, die ich habe. Wo ist sie? Ich werde sie gleich mal vorzeigen hier. Die heißt ja leider nicht Marianne. Marianne hätte gut gepasst, aber die heißt Veronika. Das ist die hier. Veronika, der Lenster, die hat zwar nur 0,8 Bewertung, Grundgehalt, aber sie macht dann die erste Fernfahrt momentan. Dann habe ich eingestellt einen zweiten Mann, Kachimires, so ähnlich. Das hier, der hat auch 0,8, aber der hat immerhin schon mal einen ADR. Den schicke ich auf Fernfahrt. Dann habe ich einen Adam eingestellt. Adam, ein 1,7er Mann. Dann habe ich einen John D. Wieso John D? Nochmal einen John. Ich habe da schon mal einen John, der hat auch 1,7. Nochmal einen John. Ich habe da in Düsseldorf auch einen John. Doch, ja genau, da habe ich einen John, das ist der andere John mit einem anderen Gesicht. Also da habe ich den John D eingestellt. Und dann eine Martin, ein junger Mann. Man muss der Jugend ja auch eine Chance geben. Das sind also die 5 Leute, die ich eingestellt habe. Mit Veronika. Veronika, der Dent ist da. Und was macht Veronika? Noch gar nichts. Muss ich jetzt mal aussuchen. Ja, die habe ich also vorhin eingestellt. Die können noch gar nichts gemacht haben. Die machen vielleicht was. Ja, ich hätte dann ausgeschaltet und jetzt muss ich erstmal wieder einschalten. Mein Guthaben ist geschmolzen auf 85.000. Ich habe 1 Million ausgegeben. Das kostet immer sehr viel Geld, da so eine Filiale zu gründen. Und jetzt möchte ich mal da kurz hinrasen. Und ich habe heute schon eine Tour gemacht. Und ich bin jetzt also, entweder fahre ich jetzt nach Riga. Das ist die andere neue Filiale, die ich jetzt habe. Moment, ich habe 2 Filialen. Die Musik sind noch nicht verfügbar. Warum nicht? Aber existiert doch schon, oder nicht? Ist noch nicht verfügbar. Die arbeiten noch nicht, okay. Aber die anderen arbeiten nicht, arbeitet auch schon 0%. Und so, alles läuft gut. Riga ist auch eine interessante Stadt. Also, ich möchte mal nach Riga fahren, weil ich jetzt in Limoges habe ich also heute schon eine erste Fahrt gemacht. Jetzt möchte ich die schnelle Reise machen nach Riga, weil von Riga bekomme ich auch einen schönen Zugriff auf die Länder drumherum. Also, da ganz im Norden oder wie viel Uhr haben wir jetzt? Nur 53, das passt mir nicht so gut, aber vielleicht schon wieder reinfahren. Vielleicht reinfahren ein bisschen, ja. Und vielleicht kann ich mir eine Pause gönnen, wenn er mir das zugesteht.
wenn er mir nicht sagt, jetzt hier, ich mache mal das Bild weg. Ich mache mal das Bild weg. So, doch E geht. Dann kann ich die Angabe machen. Jetzt habe ich also 8 Stunden Ruhe. Jetzt haben wir 9 und 10 Uhr. Jetzt sind wir gleich bei 646.000. Mein Einkommen entwickelt sich also. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo jetzt so viel Geld herkommt auf einmal, aber jedenfalls habe ich sehr viel Geld. Anissa hat auch viel Geld verdient, 11.000. Oh. Wer hat sie das denn gemacht? John D. auch 11.000. Was ist los mit den Leuten? John D. aufgestiegen, ja. Meine Leute verdienen gut hier bei mir und bringen gutes Geld zurück. Ja, also, was wollte ich denn? Ich suche eine Fahrt für heute. Wir haben noch 10 Uhr. Bis heute 22 Uhr schaffe ich das vielleicht noch. Eine Fahrt möchte ich machen. Verdiene Geld ja mit der Suchmaschine. Und zwar sitze ich in Riga. Und von Riga kann ich also nach Lodz fahren. Das interessiert mich nicht. Posen interessiert mich auch nicht. Wo ist Tampere? Wo ist das? Das ist der Norden im Tampere. Tampere ist interessant. Und das ist, was gibt Tampere an Geld? 29.000. Turku liegt ziemlich im Westen von Finnland. Also 2 finnische Touren. Dann okay. Was ist das? Der Ikuluoto? Wo liegt das denn? Auch in Finnland, wobei, im Norden Finnlands. Olkiluoto. Das ist aber ein schwieriges Wort. Olkiluoto. Wenn schon mit dem Anhänger hinfahren, 22.000. Da fahre ich halt mit der Fähre darüber. Wie viele Kilometer sind das? 95. Dann fahre ich halt durch Lettland, Estland und dann nach Finnland rüber und dann quasi durch ganz Finnland. Dann haben wir noch eine Fahrt nach Estland. Die ist kurzer. Da geht es nach Narva. Nach Narva komme ich da auch hin, nach Kapellskär, Helsinki, Kouvola. Und ich überlege, wo ich da in Finnland vielleicht eine Filiale gründe. Da kann ich halt da gibt es 12.000 dafür. Nach Petersburg, da haben wir Petersburg also, nach Russland. Die erste Fahrt. Nach Białystok können wir auch fahren. Also da gibt es sehr viele interessante Touren. Nach Pskau. Nach Uppsala kann ich sogar fahren. Nach Uppsala. Also da gibt es sehr viele spannende Touren. Im Norden, im Süden. Und da. Riga. Chiaudi, da war ich ja gestern. Da gibt es auch, okay, was machen wir denn jetzt hier? Vor lauter interessanten Touren. Also am besten bezahlt wird Polen. Ist aber nicht interessant.
Und möchte mir auch nicht antun, so eine riesen Tour. Ich möchte gerne eine Fähre wieder drin haben. Robbenbagger. Posen auch nicht ein Tempere, vielleicht nach Finnland möchte ich. Nach Finnland kriege ich eine Fähre. Und das andere war nach Uppsala oder nach. Also nach Finnland habe ich 3 Touren. Welches denn jetzt? Das liegt ziemlich weit nördlich, dieses Tampere. Also über Finnland weiß ich überhaupt nichts. Also da gibt diese Lahti. Das finde ich spannend, weil da habe ich neulich einen Film gesehen mit einem Kommissar, der hat sich versetzen lassen an Lahti. Der wollte eigentlich nur so ein ruhiges Leben haben. Ja, den nehmen wir jetzt also. Was haben wir da? Tampere. Haben wir keinen Anhänger. Ich bräuchte einen Anhänger. Da haben wir einen Anhänger. Nach Turku. Nach Turku von Riga haben wir also einen Anhängerturm. Weil ich brauche, glaube ich, auch für Anhänger für, ja, eine dringende Lieferung für Zugachsen. Okay, den stellen wir mal ein in den Navi. Und dann werden wir sehen. Okay, wir fahren los. Ich muss noch mal tanken, bevor wir dahin fahren. Ja. Und dann muss ich wieder sehen, wann das da sein soll. Ich darf dann wieder keine Pause machen, nichts. Also denken wir mal, wenn wir mal 300-400 Liter reingehen, denke ich. Liter, genau, fast 500. Das hat sich gelohnt. Und jetzt fahren wir erstmal die Ware holen. Also, was soll das sein? Zugachsen, glaube ich. Die gehen also von Riga nach Finnland. Ich brauche jetzt mal den Kopfhörer auf. Den Kopfhörer auf, stopp. Den Kopfhörer aufsetzen, so. Und wo geht das in die rechts runter, glaube ich, ne? Da kommt einer. Biege nach rechts ab. Gut, machen wir das. Dann machen wir das. Also, ich muss jetzt mal die Ware abholen hier irgendwo in Riga. Und dann fahren wir Immer geradeaus. Dann fahren wir dann nach Estland. Und dann von Estland mit der Fähre rüber nach Finnland. Biege nach rechts ab. Okay. Muss mir den Spiegel ein bisschen besser richten, so. Dann hole ich da den Anhänger mit den Zugachsen. Und dann muss man darauf achten, wann die da sein sollen. Wir haben den Donnerstag 10 Uhr. Donnerstag 10 Uhr. Nein, hier noch nicht. Ich muss erstmal die Ware holen. Nach Tampere. Immer geradeaus.
Ja, gut. Und jetzt hat er links, ne? Links rüber. Also wenn ich auf das Gaspedal drücke, dann bremst er sehr abrupt. Das ist ja manchmal gut, aber nicht immer. So wie jetzt gerade. Wie kann ich bremsen, dass er quasi... Also ich bin jetzt auf der rechten Seite und jetzt soll ich wieder auf die linke Seite kommen. Was soll das hier? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, machen wir gleich. Das machen wir gleich. So, jetzt fahren wir hier rechts rum. Und jetzt müsste eigentlich bald... Wo ist jetzt hier der Ablader dort? Das abholen von der Firma da hinten, glaube ich, ne? Ja, da hinten kommt die Firma. Da hinten ist der Ablader dort. Sehe ich schon auf dem Navi unten. Das heißt, ich muss hier gleich auf die linke Seite rüber. Immer geradeaus. Ja, ich weiß schon. Dann gleich Biege links. nach links ab. Bei jedem noch nicht, ne? Doch, doch. Ich muss hier nach links abbiegen. Nach links abbiegen. Jetzt haben wir 0 Kilometer. So. Und jetzt, da haben wir das Ziel auch. Da ist sie ja. Da sind wir schon gleich. Ja, sehr Sie schön. sind am Ziel angekommen und Ich, Ihre Routenführung ist damit ich hatte abgeschlossen. gedacht, so ist es eben mal taucht er nur da nach Turku. Zugmaschinen 26.000. Das Angebot läuft ab. Wann sollen die da sein? Freitag zwischen 6 und 7. Sollte zu schaffen sein, oder? Das sollte zu schaffen sein. Den nehmen wir. Freitag 6 und 7. Wo sind wir jetzt hier? Da steht er. Dann wollen wir den mal abholen. Dann holen wir den mal ab hier. Okay. Und dann fahren wir mal da zurück. Okay, haben wir. Fahrt vorsichtig. Okay, machen wir. Und dann können wir losfahren. Und dann können wir losfahren. Jetzt haben wir also den Anhänger. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Anhänger auch lerne. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, gut. Wo müsste denn jetzt hin? Die Grün haben wir. Da ist rechts, hier geht links rüber. Ich muss gleich hier rechts rüber. Die Fahrseite.
komme gar nicht hier rüber so. Was sind die Pfeile hier? Erst sagt er nach rechts, dann wieder nach links. Immer geradeaus. Was ist der Quatsch? So, gut. Also ich muss mal das Fenster richten hier ein bisschen. Damit ich meine Spiegel hier reinbekomme und das alles sehe. So, die optimale Fensterhaltung. Okay, also es kann losgehen. Ich muss jetzt nach Estland erstmal, dann durch Estland durch und dann nach Finnland drüber mit der Fähre. Bin ich schon mal gespannt. Zeit habe ich bis Freitag. Freitag 6, 7 Uhr. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Das heißt, ich kann wieder Landstraße fahren. 600 Kilometer. Also einige Landstraßen habe ich ja schon kennengelernt hier im Baltikum. Ich bin kein Freund von Landstraßen, aber okay. Wenn ich den Auftrag habe, bin ich froh, wenn ich den... Bitte links halten. Ja, machen wir. Was haben wir da wieder? Da geht nach Riga. Okay, wir sind also auf so einer Art Autobahn oder was? Oder Schnellstraße, keine Ahnung. Ja. Da geht der Tallinn hin. Estland, ja. Wie sieht das hier aus? Schnell fahren, langsam fahren? Ich fahre 60, 70. Kriege ich wieder Abzüge für zu spät kommen? Für verspätet oder für kaputte Tour? Was haben wir hier? Hier haben wir Wohnbezirk. Das geht direkt rüber. Jetzt hat man Schnellstraße, dann haben wir Wohngebiet. Ja, eine Kirche, das sieht nach einer deutschen Kirche aus. Ja, das Baltikum war ja auch mal deutsch. Also Riga. Und das war Schwedisch und das war Russisch natürlich, Polnisch. Ging mir hin und her in Riga. Also eine interessante Landschaft hier. Und der Deutsche Orden spielt hier auch eine unselige Rolle. Der hat hier quasi die deutsche Herrschaft teilweise etabliert, aber die Riga haben sich tapfer versucht, dagegen Widerstand zu leisten. Aber die wurden natürlich auch von allen Leuten immer wieder, ja, angegriffen. Alle waren wecken Begehrlichkeiten, weil es war eine Stadt an der Flussmündung Dünger oder so ähnlich. Und ja, also ich habe jetzt heute damit ein bisschen bei Wikipedia die Geschichte angeschaut, der Filialautor, in dem ich stehe. Also zu Riga habe ich gelesen und dazu Limusch. Ich musste erstmal wissen, wie man das ausspricht. Jetzt weiß ich das also. Limusch und das ist Riga. Da habe ich also ein bisschen auf Wikipedia die Geschichte eruiert. Was haben wir jetzt hier? Eine Waldstraße. Wo geht's hin? Keine Ahnung. Was ist jetzt hier eine Landstraße? Hier geht's wieder schnell. Viele Bäume. Sieht aus wie in Finnland bald, ne? Ich weiß nicht, wie es in Finnland aussieht, aber sehen wir gleich.
werde ich wahrscheinlich die ganze Nacht durchfahren müssen, mir keine Pause leisten können. Ich soll zwischen 6 und 7 Uhr da sein, da in Tampere. Ja, hier kann ich mal schneller fahren. Aber das dauert dann noch nicht lange. Dann kommt dann gleich wieder was abbiegen oder so, ne? Kann ich mal wieder ein bisschen ausholen. Tallinn, ist das die Hauptstadt von Estland? Könnte sein. Ja, das ist ja mal eine schnurgerade Straße. Was haben wir da? Das war aber ein interessantes Manöver jetzt. So was habe ich aber auch noch nicht gehabt. Da habe ich Gegenverkehr und gleichzeitig habe ich auf der ersten Seite eine Unfallstelle. Immer geradeaus. Jetzt wieder vorbei mit dem geradeausfahren. Ja, also die Russen waren hier im Baltikum, die Schweden, die Deutschen mehrmals. Ja, und die Völker selber, die Letten, die Esten und die Litauer, das ist auch so eine Mischbevölkerung. Das sind Russen, Letten. Ich weiß nicht, ob es sowas wie eine Urbevölkerung da überhaupt noch gibt. Ach, haben wir jetzt hier schon Estland? Das so aus, ich weiß gar nicht, wie die Fahne ist von Estland. Ist hier das? Was ist hier blau oder was ist das hier? Drei Blaufarben? Dunkelblau, hellblau, weiß oder wie? Für Estland? Ich keine Ahnung. Wie ist die Flagge von Estland? Immer geradeaus. Ja, danke. Helga, jetzt haben wir wieder Waldgebiet hier. Kann man natürlich eine Holzwirtschaft hier betreiben, ne? Betreiben die auch, denke ich mal. Da kommt wieder eine von mir her. Was ist das hier? Sie sind hier in der Häuschen quasi. Ja, also wie gesagt, ich baue eine Filiale in Finnland. Ich weiß aber noch nicht wo. Also wer einen Tipp hat oder so, immer mal melden, mal schreiben, wo ich eine machen soll. Oder vielleicht auch, Immer geradeaus. wo ich mal hinfahren soll. Bei den neuen Touren. Jetzt geht es gleich in die Kurve. Also Landschaften kenne ich jetzt hier in Frankreich, kenne ich jetzt hier. Rechts halten. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Und dann müssen wir leider in Finnland fahren, ne? Immer geradeaus. Muss ich jetzt hier abbiegen oder? Demnächst rechts abbiegen. Hier schön, ja? Biege nach rechts ab. Okay, machen wir das. Ich sehe das hier gerade. Die sagte noch so jemand gerade das. Und dann sage ich aber schon hier. Also meine Leute arbeiten prächtig. Sehe ich jetzt hier. Mein Guthaben liegt schon wieder bei 600.000. Gestern, heute Morgen war das ja schon ziemlich niedrig. Da war ich schon wieder bei 85.000.
Und jetzt haben meine Leute das Konto wieder aufgefüllt. Na, Permu, was haben wir da? Wie nennt sich das? Permu. Das Permu ist was? Estland oder? Da gibt es Tallinn. Permu ist in Schweden. Weiß ich so genau nicht. Könnte sein, ne? Permu. Also, jedenfalls scheint die das hier locker zu sehen mit den Personalausweis und mit den Grenzabkommen. Wenn das jetzt schon Finnland ist, ich glaube es zwar nicht, aber könnte sein. Na, ich muss ja jetzt mal zur Fähre. Und dann von der Fähre fahre ich dann über die Baltic Sea. Die Baltic Sea und dann komme ich jetzt in Finnland dann. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Okay. Wo fahren wir jetzt hier hin? Da haben wir eine Werkstatt, da brauche ich noch nicht hin. Gott sei Dank. Also die haben hier so die Werkstätten da auf freier Flur. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Okay, das ist die erste hier. Dann fahren wir hier zur zweiten. Und dann fahren wir hier und da geht das Tallinn. Diese Ausfahrt. So, das heißt, wir sind immer noch in Estland. Wir haben Tallinn noch gar nicht erreicht. Also schnell geht das nur auch nicht. 456 Kilometer habe ich noch. Ich müsste jetzt vielleicht irgendwo in der Mitte von Estland sein. Schätze ich mal. Also zwischen Estland und Lettland gab es gar keine Grenzen, gar keine Personalkontrolle, nichts. Ja, da war so eine Tankstelle, so eine geräumige. So eine habe ich schon gehabt hier in Litauen. Ja, das hatte wieder so ein bisschen nordischen Charakter bisher. Da hat sie nur, ich müsste sehen, dass ich bis 22 schon ein bisschen Gas gebe. Wann bin ich denn in Finnland? Immer geradeaus. Okay. Immer geradeaus. Ja. Kommt gleich wieder irgendwas, wa? Ja, hast du wieder was in Vorbereitung im Petto für mich? Ein Unfall, eine Umleitung oder so? Jetzt sind wir zum Beispiel an einer Baustelle und da bin ich ja auf die Wiese gefahren, weil weil es nicht weiterging. Da war so blockiert, da waren beide Seiten lange Schlangen und dann ging das nicht weiter. Dann denke ich, ja, versuch's mal über die Wiese, die Abkürzung, aber das hat auch nicht hingehauen. Ja, meine Leute erwirtschaften gut, bringen das Geld nach Hause und der Chef stirbt hier in Osteuropa um. Ja, heute Morgen war ich also in Frankreich, da bin ich von Roskopf nach Limoges gefahren. Eine lange Strecke, auch sehr viel Landstraße.
Und sind wir jetzt hier auf der Autobahn oder? Das geht hier von einer Straßenform in die andere rüber. Mal hast du Landstraße, dann bist du mitten im Dorf. Das war gestern auch schon so in Frankreich heute Morgen. Häuser haben wir kaum. Also im Unterschied dort zu Frankreich habe ich hier keine Häuser. Ecke habe ich zwar auch hier sehr viele landwirtschaftliche Betriebe und so große Flächen auch. Da lohnt sich Landwirtschaft auch. Wenn da irgendwas säst, Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. wenn da irgendwas säst, da kannst du dann was einholen. Mais oder so. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay, wo geht es jetzt hin? Okay, also sehr viel Wald. Menschen scheinen hier wenig zu wohnen. Ich habe mehr so wenig Verkehr. Da sind wir in Lagri. Klingt glaubst du schon so finnisch. Vielleicht war das auch mal Finnland. Lagri. Ja, hier haben wir eine Brücke. Okay. Ich bin ein bisschen schnell hier. Zu schnell für die Straße. Ich fahre zu schnell wieder. Ich muss langsamer fahren. Die Geschwindigkeit, wo ich das Fahrzeug beherrschen kann mit der Anhänger, das ist hier teilweise nicht der Fall. Immer noch nicht in Tallinn. Da geht eine Luge. Immer geradeaus. Dann da geht es nachher nach links rüber. Links ab gleich. Okay. Wo ist eigentlich die Fähre nachher? Also mal haben die Ampeln und dann haben sie sehr viel Kreisverkehr hier auch. Da kommt wieder Kreisverkehr. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, habe ich gesehen schon. Und wie sieht es aus hier? Kommen wir mal hier in die Mitte. Das ist die erste Ausfahrt. Das ist hier die zweite. Und dann fahren wir jetzt in die dritte aus. Nimm diese Ja, Ausfahrt. machen wir. Also wenn du von zweiten hinkommst, dann... Also jetzt sind wir also endlich in Tallinn. In Tallinn oder wie? Immer Wahrscheinlich die geradeaus. Hauptstadt von Estland. Ich weiß es nicht so genau, aber ich vermute, dass das die Hauptstadt ist. Tallinn. Tallinn klingt so wie den nur mit T, ne? Ja, Tallinn. Da kommen wir gleich zur Fähre. Da kommen wir gleich zur Fähre. Da hinten sehe ich gleich rechts. Hier noch nicht, aber die nächste. Also kommen wir heute noch zur Fähre. Da sind wir, kommen wir in der Nacht an. Da musst du durch Finnland in der Nacht fahren. Ja, Finnland in der Nacht. Wird auch mal eine Erfahrung sein. Jetzt haben wir jetzt 15 Uhr. Dann bin ich wahrscheinlich um 22 Uhr in Finnland bei der Fähre und dann muss ich da nachts bis um 6 Uhr morgens da durch Finnland kommen. Muss ich gleich hier rechts abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Biege nach rechts ab. Immer
Immer geradeaus. Arbeitsagentur entdeckt, da mache ich Sprinter. Also dann habe ich gesagt, dass ich in Kaliningrad eine Arbeitsagentur entdeckt habe. Warum erzählt ihr mir das? Was soll ich Immer damit? geradeaus. Was soll ich jetzt damit anfangen? Also geradeaus, ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder irgendwo in eine Falle tappe. Demnächst rechts abbiegen. Hier oder wie? Rechts abbiegen und dann Genau. bleiben Sie immer geradeaus. Ja, du wie gerade, das heißt ich gerade. Liegt gar nicht, ja. Was du wieder erzählst hier. Weil ich muss ja gleich links abbiegen. Immer geradeaus. Ich muss ja gleich links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, warte, nur geradeaus oder nicht? Immer geradeaus. Okay. Ich war viel zu schnell teilweise hier in der Innenstadt. Ich muss langsamer fahren. Rot geradeaus weiter, dann haben wir da hinten wieder einen Kreisverkehr. Weil ich das ja so besonders liebe, den Kreisverkehr. Deswegen präsentierte mir ja das andauernd. Da haben wir den Kreisverkehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt Zweite nehmen. Ausfahrt hatte nun zwei oder wie? Also hier haben wir keine. Das wäre die erste. Das ist die erste. Nimm diese Diese Ausfahrt. Ausfahrt hier, okay. Ich hätte jetzt mal blinken sollen, aber ich musste den Spiegel halten und dann gleichzeitig versuchen zu lenken und immer hier über, ne? Die rechte Seite. Ich denke mal, dass in Estland die Leute auch rechts fahren. Ja, jetzt kommt also gleich die Fähre von Tallinn nach gleich rechts, da kommt die Fähre, ja. Müssen wir mal sehen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay, machen wir. Mal kurz ausholen hier. Rechts Haben wir halten geschafft. und dann rechts abbiegen. Du wieder rechts halten, wieder rechts halten, ja. Ich müsse nochmal rechts gleich. Biege nach rechts ab. Ja, machen wir. Hier, ne? Das sind so ganz enge Straßen hier. Da habe ich wieder den Bürgersteig Biege nach links mitgenommen. Dann müssen wir da wieder nach links fahren. Also ich fahre noch nicht sauber die Kurven aus. Hier müssen wir nach links fahren. Haben wir hier schon den Hafen? Sieht so aus, ne? Wir weiterfahren. Da geht nicht hin, hier müssen wir lang, ja. Und wo muss ich jetzt hin? Haben wir irgendwo. Ach, Polaris Lines kennen wir schon. Die kenne ich schon von irgendwoher. England hatte ich die, glaube ich. Wo muss ich jetzt hin? Da ist ein, da vielleicht hin. Da ging noch nicht. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Ja. Und jetzt wieder rechts ab hier drauf gefahren, ne? Nee, oder was ist das hier?
Kommt da hinten noch einer? Ich glaube, ich muss hier schon rechts fahren, ne? Neue Route finden. So, habe ich jetzt die... Nein, das ist keine Fähre. Das ist keine Fähre. Was ist denn das hier wieder? Habe ich mich hier vertan? Ich muss hier wieder raus. Ich muss wieder raus. Das war kein Anker hier. Biege nach rechts ab. Das ist eine Abladestelle. Das ist eine Abladestelle. Das heißt, ich muss hier geradeaus zum Ziel weiterfahren. Stopp. Ich muss hier weiterfahren. Das heißt, da war kein Anker. Ich hätte nach dem Anker schauen sollen. Wo ist denn jetzt hier? Ja, wo ist denn jetzt hier die Fähre, verdammt nochmal? Da drüben ist der da. Da muss ich irgendwo drauf fahren. Wie komme ich da hin? Fahren wir erstmal da. Dann fahren wir da lang. Okay, sind wir jetzt hier richtig? Jetzt fahren wir wieder hier lang. Und wo müssen wir dann weiter? Ja, kann ich hier rumhören. Da geht es nicht weiter. Hier geht es weiter. Also ganz großzügig eingerichtet, aber wo ist hier der Anker? Verdammt nochmal. Ich muss ja irgendwo hier auf das Schiff drauf. Muss ich hier durchfahren oder? Hier ist kein Anker. Ja, was soll der Quatsch? Was soll der Quatsch hier? Okay, lass uns eine neue Route finden. Neue Route finden. Okay, Muss ich lass uns eine neue Route Muss ich finden. jetzt hier fahren? Muss ich jetzt hier drauf fahren oder wie? Route neu berechnen. Da, Mann, ja gut, stopp, langsam. Da ist was. Da ist was, also auf den Kran muss ich jetzt mal drauf fahren. Und dann, also das war eine schwierige Boot jetzt hier. Bis ich den Anker erstmal gefunden habe. Okay, haben wir. Und jetzt nach Helsinki. Nach Helsinki übersetzen, ja. 2 Stunden, 430. Okay, aufbrechen. Neu berechnen. Und dann müssen wir von Helsinki jetzt haben wir 18 Uhr. Dann können wir heute vielleicht ein bisschen fahren in Helsinki. Wo bin ich jetzt hier? Komme ich jetzt hier raus? Keine Ahnung, da nicht. Da auch nicht. Da gibt ein Weg hin. Fahren wir da mal lang. Das könnte der Regie sein, ja? Das ist alles sehr geräumig hier. Ist das eine Militäranlage gewesen oder? Jetzt kommen wir hier runter, jetzt muss ich hier links fahren. Okay. Da geht es nicht weiter, jetzt müssen wir hier einen Knick machen. Und jetzt fahren wir wieder hier hoch. Ja, in Helsinki, in Finnland. Und alles sehr geräumig hier. Ich folge mal den Spuren. Demnächst rechts abbiegen.
Ach, da geht es raus, endlich. Da geht es endlich raus. Biege nach rechts ab. Okay, dann biegen wir mal nach rechts ab. Jetzt haben wir gleich Kreisverkehr. Immer geradeaus. Ich habe hier Kreisverkehr, mein Guter. Biege nach rechts ab. Hier schon? Hier runter, glaube ich. Tja, schwierig jetzt. Schwierig hier, genau, hier muss ich lang. Schwierig hier in Finnland. Aber die dicken doch wie wir, oder nicht, die Finnen? Also geht nach Finnland, von Helsinki bin ich jetzt also. Fahre ich durch Helsinki durch und dann muss ich wohin? Donnerstag, 18.09. nach Tappere oder nach Stuttgart oder wohin, ne? Immer geradeaus. Bisschen eng hier alles. Biege nach links ab. Jetzt haben wir eine Straßenbahn, wieder was ganz Neues. Habe ich auch noch nicht gehabt, eine Straßenbahn. Hier muss man also links abbiegen. Okay. Okay, haben wir gemacht. Aber ich sag mal, die Finnen sind sehr gebildete Leute, die haben Links halten und dann links abbiegen. Die haben das beste Bildungssystem hier in Europa. Also von da vertraue ich mal, dass intelligente Leute die Sache richtig Biege machen. nach links ab. Hier schon? Ja. Geht jetzt hier hoch auf die Autobahn oder wie? Ja, wird langsam dunkel hier. Oh, große Baukratzer, Skyline von Helsinki. Mit Großstadtambiente, ich sehe schon hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und jetzt abhängig. Ich bin beeindruckt hier. Das war quasi die erste richtige Großstadt. Biege nach rechts ab. Okay, jetzt haben wir wieder Abendsonne, okay. Also ist Finnland. Da haben wir schon mal Wasser, ist auch schön, sehr gut. Sehr schön gemacht hier. Hier eine große Brücke. Gefällt mir. Und so. Also Finnland, damit das ziehe ich Wald und Wasser. Und Berge vielleicht auch noch. Und Schnee natürlich. Ich weiß nicht, ob nachher noch Schnee kommt hier. In diese Jahreszeit. Dann geht nach Turku. Muss ich nach Turku? Oder nach Tampere? Ich weiß Bitte nicht. links halten. Ich weiß nicht genau. Jetzt haben wir noch 229 Kilometer. Das sollte zu schaffen sein. In welcher Zeit? Ja, das ist die Frage. Jetzt fahren wir ja jetzt am Autobahn. Und wieder Wasser. Sehr schön, das Finnland. Das gefällt mir. Mit ein bisschen Sonnenlicht sogar. Abendsonne. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Schon wieder vorbei. Schon wieder vorbei. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay.
Okay. Und jetzt ist frei, ja. Auch in der Autobahn, sehr gut gemacht, ja, schön. Ich hatte schon befürchtet, dass ich jetzt auf die Landstraße muss, aber dem ist nicht so. Ja, wo geht's denn nach Riga? Ja, Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. geht's denn nach Turku? Nach Turku? Ich glaube, da Nimm die muss ich hin, Ausfahrt ne? rechts. Nach Turku. Ich glaube, da muss ich hin. Bitte links halten. Okay. Nach Turku. Fahren wir also. Ich muss ja langsamer fahren. Geht nach Turku. Sind das nur 200 Kilometer. Ja, ich brauche erst morgen früh um 6, 7 da sein. Wenn ich dann heute Abend vor 20 Uhr da bin, ist auch gut. Aber so hat der Simulator sich das nicht gedacht, denke ich. Da kommen noch ein paar Schikanen. So einfach macht er mir das nicht. Da haben wir wieder Autobahn, auch sehr schön gemacht, ja. Geht der zügig über und vor allen Dingen auch nicht so viel Verkehr. Und voll gut. Ja, das kommt dann bei Einbruch der Nacht wahrscheinlich, wenn das hier dunkel wird. Aber in Schweden war der Himmel ziemlich hell. Vielleicht ist das hier auch so. 19 Uhr haben wir schon. Sieht aus wie Nachmittag hier. Abendsonne. Okay. Also Turku liegt ziemlich am Norden, im Norden. Meine ich. Das ist fast die zweitnördlichste Stadt, ne? Da in Finnland, jedenfalls hier in dem Spiel. Ja. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Müssen wir rüberfahren? Dann fahren wir mal vorsichtig jetzt hier. Hier haben wir so eine Baustelle. Ja, das war die erste Hürde. Die haben wir genommen. Und auch in der Abendsonne, noch so gerade, ne? Jetzt haben wir hier Felsen. Ja, also es geht immer geradeaus. Auch als sehr sauber nordisches Land hier. Also die Nordländer, die ticken irgendwie ganz normal hier. Mir sehr verwandt. Schweden, Dänemark und jetzt hier auch. Was haben wir jetzt hier? Einen Tunnel? Langsam fahren oder was will der hier von mir? Wie schnell darf man den Tunnel fahren? 70? Ja, ich fahre 60. Wieder kreuz und quer links und rechts hier.
Also, ich muss immer näher an den Bildschirm rangehen, um das hier genau zu erkennen. Ich weiß nicht, hilft mir jetzt ein größer Bildschirm oder? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, damit wir noch ein bisschen Landschärfe bekommen, denke ich mal, ne? Demnächst rechts abbiegen. Daumen. Biege nach rechts ab. Okay. Wo geht's hin? Die Hand wechseln hier, die Hand an die Maus. Da haben wir ein paar Gesteinsbrocken. Was ist das da hinten? Haben wir noch eine Fähre? Was haben wir da? Eine Fähre oder noch eine Fähre? Ich muss ja mal rausfahren. Ich bin irritiert. Was soll ich hier machen? Habe ich hier noch eine Fähre oder? Ich fahre jetzt mal geradeaus. Also, gerade sah das so aus, als wenn ich jetzt hier noch mal auf Bitte eine links Fähre muss. halten. Mal links halten, okay. Und dann wie weiter? Ich kann was zu erkennen hier. Wo ist denn die gleich abbiegen? Ich sehe hier kaum was. Gegen Sonne. Ich fahre hier mit 50 entlang. Ich denke links halten. Was denn nur links halten? Geht ja gar nicht mit links. Was sitzt du denn da? Müssen wir jetzt da hinten links oder wie? Wo geht das jetzt hier hin? Da geht nach Turku, ja. Da geht es nach Turku. Da geht gerade nach Turku. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich fahr mal rechts rüber. Dann wieder Links links. halten und dann links abbiegen. Okay. Hier links abbiegen. Biege nach links ab. Genau. 21 Uhr haben wir. Okay. Dann fahren wir mal hier rüber. Mal wieder die Kurve runter. Fahren wir die Kurve runter.
Und dann, wo geht das jetzt hin? Nach rechts runter oder wo? Ja. So. Da habe ich also wieder dieses Jahr aus Verkehr. Da kommt eine. Ich hoffe aber noch vorher gut. Rechts halten Und dann rechts abbiegen. ja, gut. Sind wir jetzt bald da? Wir sind gleich da. Biege nach rechts ab. Wir müssen gleich da sein, da ist das Ziel. Haben wir das sehr gut geschafft heute. 16 Kilometer genau. Haben wir geschafft. Sollen wir die anderen mal fragen, auch vorbeilassen, ne? Sie haben beginnen. Also die Zugachsen werden wir hinbringen. Wir sind gleich da in Turku. Und müssen gleich auf die andere Straßenseite, die andere Fahrseite hier, die andere Verkehrsseite. Um 22:30 Uhr, ja, heller Himmel noch. Nicht so dunkle Nacht wie bei uns hier. Müssen wir gleich nach links fahren schon mal. Auch wenig Verkehr, das ist angenehm. Also Finnland gefällt mir auch sehr gut. Ja, hast du gesehen, da ist schon auf. Immer geradeaus. Okay. Also die Helge sagt immer geradeaus, dann kommt davon, jetzt links abbiegen oder links fahren. Das haben wir gleich dort, ja. Links halten und dann links abbiegen. Ja, hier links abbiegen, ne? Biege nach links ab. Ja, machen wir das, okay. Erster Aufenthalt in Turku, ja. Wo müssen wir jetzt hier hin? Jetzt müssen wir zur Abladestelle. Ich jetzt hier rein, hier geht Trainer, Logistik, wo geht das hin? Hier nicht, ich muss weiterfahren. Da bekommt man ja auch überall so, das ist verwirrend. Demnächst rechts abbiegen. Nicht schon wieder Biege nach Arbeitsagentur. rechts ab. Hier muss ich abbiegen, okay. Hier biegen wir ab. Dann müssen wir wieder links fahren. Demnächst links abbiegen. Aber Biege wie? nach links ab. Ja, okay. Hier wahrscheinlich rüber. Jetzt haben wir hier 4 Spuren. Okay. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Hier rechts abbiegen, rechts. Biege nach rechts ab. Ja, genau. Was ist das hier für eine Kurverei hier? Kann ich ja Schritttempo fahren. Okay, fahren wir mal hier um in die Ecke. Und wollen wir noch ein Stück weiter und dann wieder links fahren gleich. Demnächst links abbiegen. Ja, hier, glaube ich. Biege nach links ab. Jetzt halt frei. Ich hoffe doch. Und jetzt sind wir gleich am Ziel. Das heißt, wir sollten auch die volle Auflösung bekommen heute. Keine Abzüge wegen Schäden oder zu spät kommen. Donnerstag 23 Uhr. Also sind wir gleich da. Was kommt jetzt noch irgendwie eine Schikane zum Schluss hier? Hauchdünne Mehrheit oder
Demnächst rechts abbiegen. Hier noch nicht. Da hinten wahrscheinlich. Da geht rein, ja. Biege nach rechts ab. Da geht sie rein. Dann werden wir da mal einfahren. Okay, das hat man. Wir sind fertig. Und damit haben wir das geschafft. Gut. Sympathisch, gefällt mir. Eine Tour, die ich mag. Da an die Seite muss ich das hinstellen. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Das sollten wir schaffen können. Das sollten wir schaffen können. Dann fahren wir dann mal darüber. Dann schaffen wir das hier mal so. Da haben wir, gut, haben wir erreicht. Nur die 15 Punkte auch mit. Und dann absetteln. Was sagt er? Ausgezeichnet. Man ist zufrieden. Oh, ich bekomme sehr viel Geld. Also, für Fähigkeitsränge 3 Fernfahrt. Bonus 135 Erfahrungspunkte. Für hochwertige Fracht 3700. Und für dringende Lieferung 3100. Auf Fähigkeitsränge 6. Ja, gut. Das bringt 900 Punkte hier, Erfahrungspunkte. Aber ich bin vom Level 29 weit entfernt. Ja, okay, das war doch mal ein erfolgreicher Tag. Das hat sich ja gelohnt, die Tour nach Finnland. Bin ich ja weitergekommen? Ne, momentan noch nicht. Also, ja. Der beste Fahrt habe ich alles und hoffähige Fahrt aber alle Punkte. Und das in Termen brauche ich noch einen Punkt. Ja, okay, das war gut. Jetzt habe ich schon 724 Punkte. Was können wir noch machen? Das war es mal. Ich muss ja mal anhalten, Leute, stoppen und das Ganze hochladen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss, Leute.